Ja, hallo liebe Leute, hier ein neues Video zu FreeCAD. Da möchte ich weiter mit dem Bootsrumpf hier machen, der im letzten Video konstruiert worden ist. Was hier aufgefallen ist, ist, dass der Rumpf hier, der ist viel zu klein. Das heißt, ich will ja da sowas machen, dass man mit einem Impeller oder Druckpropeller irgendwie anschreiben kann, und das Ding ist winzig. Und da muss das jetzt noch skaliert werden, und da wollte ich euch zeigen, wie man sowas macht. Ich möchte ja nicht das Teil skalieren selbst, das geht natürlich, aber ich will auch die Zeichnung selbst skalieren, damit ich da hinterher dann auch die richtigen Maße habe und auch alles möglichst ändern kann. Okay, fangen wir damit mal an. Zunächst mache ich alles weg, was hier irgendwas mit den Offsets zu tun hat, weil die kann ich hinterher nochmal neu machen, und die brauchen immer eine Kalkulationszeit, wenn die halt aufgebaut werden. Auch diesen Offset hier weg. So, dann haben wir hier den Gordon, und den Gordon, den kann ich im Prinzip auch wegnehmen, weil erstmal muss ich mich um die Zeichnung und um diese hier diese Teile aus der Curve Workbench kümmern. So, wir können uns das nochmal von der Seite anschauen. Ich mache euch nochmal oben die Tastenkommandos an. So, das ist die Seitenansicht. Das sind diese 1, 2, 3, 4, 5 Zeichnungen. 1, 2, 3, 4, 5. Und das hier sind eben die entsprechenden Linien. Die lasse ich jetzt hier genauso, wie sie sind. Das heißt, einmal haben wir ja hier die Linie hier vorne. Das ist die... ach nee, das ist ja die Zeichnung. Moment, wo bin ich denn da? Ach ja, klar. Logisch. Und dann haben wir halt den... das ist jetzt dieser Sketch. Und das hier ist diese Linie, die ich da hingelegt habe. Die wird mitskaliert, wenn ich das hinterher größer mache. Genauso die letzte Linie hier hinten, das ist diese hier. Da muss ich später dran denken, dass ich die wieder richtig rum aktiviere. Und damit ich da auch dran denke, dann machen wir einfach hier eine Umbenennung. Das heißt, das hier ist einfach jetzt mal A. So, dann ist das hier B. Das ist C. Das D. Das E. Dann ist das hier F. Und das letzte hier, das ist dann G. A, B, C, D, E, F und G. So, dann mache ich da vielleicht hinterher keinen Fehler. So, dann fangen wir mal an. Und zwar, was ich mir überlegt habe, ist, ich möchte das teilweise parametrisch machen, wobei man leider diese bei diesen Zeichnungen hier die Punkte, außer diese Punkte hier beim Start und die Punkte hier beim Ende, das ist hier das G, die kann man leider nicht parametrisch machen. Das geht aus dem Grund nicht, weil ich Splines genutzt habe, und das FreeCAD lässt auch nicht zu, dass man Schnittpunkte irgendwie auf Splines definieren kann. Obwohl man die Linien auf den Splines hier, diese Punkte schön verschieben kann, ich kann sie halt nicht irgendwie vermaßen. Aber das macht jetzt bei der Vergrößerung auch keine Probleme. So, dann gehen wir hier wieder raus. Taste Q ist hier das Beenden dieser Funktion. So, dann überlegen wir uns mal, wie wir die Zeichnung am besten skaliert bekommen. Das Boot, das soll ungefähr eine Länge von 600 mm haben, und die Breite, die möchte ich auch noch parametrisch machen. Das heißt, die Position der Sketche hier zu diesem Sketch, wie die aufgebaut sind. Und dazu mache ich erstmal, da wechseln wir in das Spreadsheet, in die Spreadsheet Workbench, und da wird eine neue Tabelle angelegt. Das ist, machen wir hier. Die kriegt jetzt einen Namen, das nehmen wir wieder, wie wir das so kennen, die AAA. Und dann werden hier jetzt Parameter vergeben. Bevor ich das mache, möchte ich das einmal nochmal verteilen. Das heißt Fenster anordnen. Dann kann ich das hier rüberschieben. So zum Beispiel
Da haben wir jetzt die Grafik und da eben die Parameter. So, dann haben wir einmal eine Vergrößerung in der X-Richtung. Das heißt, die nennen wir einfach Faktor X. Die zweite, die nennen wir Faktor Y. Und die kriegen Werte, die sind jetzt erstmal bei 1 und 1, weil ich will erstmal noch nicht skalieren. Das mache ich erst hinterher, wenn ich die entsprechenden Parameter hier alle verteilt habe. Jetzt gehen wir in den Part Design Modus und entweder rufen wir das Makro auf, aktuelle Makros, das müssen wir dann hier über Makros aufrufen, dann ist das Alias Manager. Oder aber man macht es wie ich, dass man sich das hier als Icon hinlegt und dann kann man das einfach aufrufen. So, diese Werte, die gehen jetzt von 2 bis 4. Hier, wir brauchen nur die ersten von 2 bis 3. Also können wir das einfach nehmen, einmal OK klicken, dann sind die beiden Werte übernommen. Alternativ hätte ich auch Folgendes machen können, dass ich hier rechte Maustaste Eigenschaften und dann hier bei Alias dort den Faktor X eintrage. Nur, wenn ich das mache, dann muss ich das für jeden machen. Das dauert ewig. Hier habe ich zweimal das getippt und schwupp und schon fertig. So, jetzt kommt eine Arbeit, die zeige ich euch bei der ersten Zeichnung, vielleicht noch bei der zweiten und dann lasse ich das beschleunigt laufen, weil das immer dasselbe ist. So, wir gehen einmal hier auf das Modell und ich fange bei dem ersten Sketch an, Doppelklick. So, da ist der erste Sketch. Das sind jetzt hier alles und das sind immer dieselbe Anzahl. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spline-Stützpunkte. Die bemaße ich jetzt. Also der hier, der liegt auf dieser X-Achse. Das heißt, den bemaße ich. Ich bemaße jetzt nicht, dass ich das hier gegen bemaße. Das macht zu viel Aufwand, sondern ich selektiere den Punkt und gehe hier auf dieses Sperrensymbol, auf dieses Schlüsselsymbol oder Schlosssymbol und dann ist dieser Wert hier bemaßt. Der zweite Wert hier steht auf 0 und das gibt eine Fehlermeldung, den muss man rauslöschen, weil dieser Punkt schon hier mit dieser Achse verbunden ist. Das ist eine Überbemaßung. Also löschen wir den einfach raus und dann ist wieder alles in Ordnung. Das mache ich jetzt bei den weiteren auch. Das heißt, du bitte bemaßen, du bitte entsprechend sperren, nennen wir es sperren. So, und sperren. Na komm, wo bist du? Sperren. Und du bitte auch gesperrt. Und du bitte auch gesperrt. So, dann haben wir hier jetzt verschiedene Werte. Und zwar einmal hier die die Z-Werte sind das. Und hier haben wir die entsprechenden X-Werte. Die schiebe ich mir jetzt hier so zurecht, dass ich die hier so untereinander habe. So, dann haben wir den hier. Der kommt dazwischen. Was haben wir denn noch? Der ist im Prinzip auch noch dazwischen. Aber die Sortierung spielt eigentlich hier jetzt gar nicht so die Rolle. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, da fehlt noch einer. Man kann sich das hier immer... Ja, da fehlt noch einer. So, den schieben wir auch hier hin. Und die kann ich jetzt entsprechend verändern, diese Maße. Machen wir es ruhig mal, dass wir die alle hier vorne hinschieben. So. Und die Sortierung spielt hier jetzt wirklich keine Rolle. Wichtig ist nur das Maß hier zu dem letzten Punkt hier. Das ist das hier. Und das möchte ich auf 125 setzen. Und zwar aus dem Grunde, die möchte ich alle gleich haben in allen Zeichnungen, damit das hinten eine gerade Abgrenzung gibt. So, das muss man sich merken, die 125. Dann haben wir hier noch die entsprechenden Y-Werte.
Die kann ich mir hier so unten hinholen. Dahin und den dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der 7. ist die 0, die habe ich ja gelöscht. Also korrekt. So, jetzt können wir hier direkt anfangen mit den Parametern. Das heißt, ich mache einen Doppelklick hier auf das Maß, dann klicke ich auf das Fx und tippe einfach hier einmal die Leertaste, damit das nicht mehr blau markiert ist, und tippe ein mal AAA.Faktor X. So, das machen wir hier genauso. Mal AAA. So, das kopiere ich mir jetzt direkt noch. AAA.Faktor X. Dann machen wir uns hier das inklusive dem Malzeichen STRG C. So, das können wir jetzt hier. Und dann gehen wir hier hin. STRG V und nicht STRG V. Einmal Taste gedrückt und STRG V. Enter. Das hat jetzt nicht hingehauen. 125. So, da hat es jetzt hingehauen. So, dann machen wir hier Doppelklick. Das Fx klicken. Einmal dahin. STRG V. Kann man so oft Enter drücken, bis man wieder da raus ist. So, dann hier STRG V. Und das machen wir hier auch. So, dann sind die hier mache ich mit demselben Faktor, weil ich will, dass ich könnte jetzt noch einen Faktor Z machen, dass man das Boot auch noch in der Dicke ändert. Vielleicht sollten wir das auch machen. Ist vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee, um eben hinterher ein passendes Boot hinzubekommen. Das heißt, ich gehe jetzt mal gerade aus der Zeichnung raus hier, mache nochmal hier ein Faktor Z hinzu. Und da machen wir auch eine 1 rein. Dann klickt man nochmal hier auf den Alias Manager 2 bis 4, das passt ja noch. Dann haben wir den Faktor Z auch definiert. Schließen, dann können wir wieder die Zeichnung aufmachen. Dann machen wir das hier jetzt mit Faktor Z. So, das ist... Und da mache ich jetzt immer das Z da entsprechend hin. Weil ich will das jetzt nicht nochmal hier kopieren. STRG V, Z, Doppelklick, F von X, einmal die Cursor-Taste nach rechts zum Beispiel, STRG V und dann eine Z daraus. So. So, dann haben wir das hier noch. STRG V. Und das hier noch. Okay, dann haben wir das. Die anderen Zeichnungen, ich mache das jetzt schon beschleunigt. Ich denke, ihr habt das kapiert, was ich da gemacht habe. Wenn nicht, einfach nochmal zurückspulen, anschauen. So, dann schließe ich die Zeichnung hier und jetzt wird es beschleunigt. Okay, damit haben wir alle diese Zeichnungen entsprechend bemaßt. Und wir können jetzt die Zeichnung ganz einfach skalieren, indem wir hier Faktor X und Faktor Z ändern. So, das möchte ich jetzt aber noch nicht machen. Jetzt machen wir noch hier die Breite.
Und zwar, das macht man, indem man hier in Sketch reingeht, dann auf Daten, Placement, und da haben wir ja hier die Position. Die ist für den jetzt natürlich bei 0. Da brauchen wir nichts zu ändern. Hier bei dem, da haben wir Placement Position die minus 15. Und da wird jetzt einfach hier minus 15 mal, dann können wir wieder Steuerung V, und dann machen wir hier ein Y raus. So. Das ist natürlich jetzt dasselbe, weil ich da halt noch den Faktor 1 stehen habe. Das machen wir hier auch. Also auch da Steuerung V und das zu Y machen. So, dann haben wir hier Sketch 3. Da machen wir das auch. Und Sketch 4, der wird natürlich genauso geändert. Und zwar die Breite auf Steuerung V und da ein Y raus. So, jetzt haben wir diese Zeichnung komplett parametrisch. Das heißt, ich gehe jetzt einmal in den Sketch 1 und mache hier noch ein weiteres Maß rein. Und zwar, ich bemaße das Boot in Anführungszeichen einmal von diesem Punkt und zu diesem Punkt hier unten. Jetzt habe ich die beiden selektiert und dann klicke ich hier auf eine waagerechte Bemaßung. Dann wird das erstmal hier wieder eine überflüssige Randbedingung. Das kann ich aber ganz schnell umgehen, indem ich hier Referenz klicke. Und dann brauchen wir nur noch OK drücken und dann sehen wir, das Boot ist nur 158 mm lang. Ein bisschen kurz. Wie gesagt, das soll ja 600 werden. Also nimmt man einen Taschenrechner und teilt mal gerade 600 geteilt durch 158, 3,79. Wenn wir das mal 4 machen, rechnen wir das mal aus. 158,06 mal 4, das sind 740, ist vielleicht ein bisschen groß. Also machen wir das ruhig 3,8. Rechnen wir nochmal 600 geteilt durch 158,06 ist 3, machen wir mal 3,8. Also ich gehe jetzt hierher, Faktor X, und mache da eine 3,8 rein. Einmal Enter drücken und dann sind diese ganzen Zeichnungen schon in der Länge das entsprechend länger geworden. Das können wir mal gerade, wir sind noch in einer drin, die müssen wir einmal schließen und dann ist die auch entsprechend verlängert. Diese ganzen Splines hier, die verbinden hier, die sind alle stehen geblieben. Das ist gut so. So, jetzt haben wir das in der Breite noch nicht angepasst und in der Höhe ebenfalls nicht. So ein flaches Boot, das ist für so ein Tal mit dem Impeller hinten drauf vielleicht gar nicht schlecht, aber da mache ich trotzdem mal den Z-Faktor hier. Da machen wir mal einen Faktor 1,8 mache ich da mal. So, dann ist das Boot auch in der Höhe geändert und jetzt ist das so relativ schmal, wenn man da von vorne drauf guckt. Das machen wir so. Dann sieht man das so. Also bei der Länge ist das ein bisschen schmal. Das machen wir mal auch 1,8. So, jetzt ist das Boot auch in der Breite skaliert. So, jetzt muss man hergehen im Curve-Modus und muss diese Linien hier wieder so positionieren, dass die möglichst das Boot auch verbinden. So, das heißt, dann gehen wir hier wieder in den Curve-Modus, die Curve-Workbench, und dann dauert das einen Moment und dann können wir hier den ersten, die ist natürlich richtig, der G, der ist auch richtig, und falsch sind eben diese hier. Die muss ich jetzt so setzen, dass die Sinn ergeben. Das heißt, die erste hier, Doppelklick, und dann kann man, da muss man hier ein bisschen zaubern, der muss natürlich hier auf der Linie sein, nicht gerade da, sondern hier zum Beispiel. Und dann haben wir hier
zweite. Da muss man wieder aufpassen, dass man die korrekt selektiert, so dass die gelb sind, nicht blau. So, jetzt muss es klappen. Jo. Und ist jetzt gelb. Ja, okay, so kann man es lassen. Machen wir es so. So. Und dann ziehen wir den auch noch so. Dann haben wir hier den zweiten. Den müssen wir hier jetzt ein ganzes Stück hier rüber machen. Da zum Beispiel. Und dann machen wir den nun hier auch noch entsprechend richtig. Das machen wir so. So, und den können wir jetzt so machen. So, dann haben wir den hier, den müssen wir jetzt ein ganzes Teil nach da hinten machen. Machen wir mal dahin. Man kann, wie gesagt, die hinterher alle noch verschieben. Wenn die Gordon jetzt nicht so rauskommt, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich das nochmal alles verschieben. So, dann haben wir noch den hier. Den packen wir jetzt dahin. Den können wir jetzt auch so langsam senkrecht werden lassen. So zum Beispiel. So, da kommt. Da sollst du hin. Und der kommt hier unten hin. Und dann haben wir jetzt noch den letzten, den F hier. Und den machen wir hier hinten irgendwo hin. Okay. Da zum Beispiel. Dann ziehen wir den nach da. Gucken wir uns das mal genau an. Ja, das können wir so lassen. So, jetzt haben wir das Boot wieder so definiert. Wir können jetzt Q drücken und dann kann man wieder die Gordon erzeugen. Also dafür brauchen wir den Sketch, dann den A, den B, den C, den D, den E, den F und zuletzt den G und dann einmal auf dieses rote Teil hier drücken und die Gordon erzeugen lassen. Und dann haben wir das schon bereit. So, dann haben wir hier wieder unsere Bootshälfte und da machen wir jetzt noch ein paar Parameter hinzu. Und zwar, einmal haben wir hier die Faktoren, und dann haben wir hier jetzt verschiedene Dicken. Einmal die Hüllendicke, das nennen wir einfach mal H-Dicke. Dann möchte ich ja hinterher hier hinten ein Ende reinmachen. Das machen wir mal E-Dicke, wie dick das werden soll. Und dann haben wir noch das Deck, das nenne ich D-Dicke. So, die möchte ich als Parameter eintippen. Da machen wir überall erstmal eine 1. 1 mm. Das kann man immer noch. Eine 1 habe ich gesagt. Und da auch. So, dann kann man hier wiederum in den Part-Design-Modus wechseln und hier die Alias-Funktion nutzen. Das geht jetzt bis Nummer 7. Und dann einmal OK. Ein bisschen warten. Und dann sind diese Parameter auch nacheinander gelb. Und dann können wir schließen. So, jetzt sind auch die Parameter drin. Jetzt machen wir erstmal hier diese Aufdeckung. Oder das heißt, er hat einen anderen Namen. Das heißt, wir gehen in den Part-Modus. Ich selektiere diese Gordon-Fläche und das ist die Funktion, die heißt Offset. Okay, die wird jetzt gewählt.
So, die kriegt hier einen Parameter, und zwar nicht 1, sondern es ist zwar 1, aber da machen wir AAA, Punkt. Und das ist ja die Hüllendicke H-Dicke. So, die können wir hier direkt auswählen und OK. Und dann wird der Versatz gefüllt. Das Häkchen hier also dran. Jetzt habe ich es wieder weggemacht. Okay, nicht so schnell. Einmal OK. Dann haben wir da schon die Hälfte des Bootes soweit klar gemacht. Das heißt, so sieht das jetzt aus. Dann die können wir erstmal unsichtbar machen. Auch den Gordon selbst unsichtbar und auch die ganzen Linien des Gordons unsichtbar. So, da ist jetzt das Schiffchen. So, das aus diesem Offset, da macht man jetzt einen 3D-Körper. Halt entweder über diese Funktion oder aber im Part-Modus über Formteil Kopie erstellen, Form aufbereiten. So, oder ihr legt euch wie ich hier eben ein Icon hin. Das braucht man so oft, das macht durchaus Sinn. So, so sieht das Teil jetzt aus. Dann machen wir hiervon direkt die Kopie. Das heißt im Draft-Modus. Da wird nun hiervon eine Spiegelung gemacht. Das heißt, den einmal selektieren. Wir können in die Aufsicht gehen. Da soll das ja kopiert werden. Und dann gibt es hier die Funktion Spiegelung. Die kriegt erstmal hier den Parameter 000 und hier einfach in horizontal. Ah ne, das kann ich so nicht machen. Müssen wir wieder rausmachen. Also da machen wir hier, sagen wir eine 100 und oder 1000, das spielt keine Rolle. Und mit Tab können wir dann hier 00 eintippen. So, jetzt ist das 100 und dann kann man das schließen. Ich hätte hier aber, doch, er hat eine Kopie davon gemacht. Okay, das ist jetzt der gespiegelte Offset. Das heißt, ich habe den hier und ich habe den gespiegelten Offset. Hiervon mache ich eine Kopie. Das heißt, ich gehe wieder in den Part-Modus und davon eine Kopie. Dann ist der nicht mehr sichtbar und hiervon machen wir auch die Kopie. So, dann habe ich hier die beiden Rumpfhälften. Und die kann ich jetzt, so hoffe ich, zu einem Objekt verbinden. Schauen wir mal gerade, ob das klappt. Das macht man hier über die Vereinigung. Das erzeugt dann hier so ein Teil, das nennt sich Fusion. Wenn das so rögelt, dann ist normalerweise alles in Ordnung, wenn er da wirklich nicht direkt etwas macht, sondern sich da so lange Zeit nimmt. Und dann haben wir hier die beiden Objekte zu einem vereint. Da machen wir wiederum eine solche Kopie raus. Und damit kann man jetzt arbeiten. So, jetzt soll ja hier ein Deck rein und hier hinten der Abschluss. So, dann geht man jetzt doch mal in den Part Design Modus und da wird ein neuer Körper erstellt. So, der neue Körper, der bekommt eine Zeichnung. Und zwar diese Zeichnung, die wird auf der XZ-Ebene erzeugt. Und da ist das. Und das wird jetzt einfach ein Rechteck. Das lassen wir hier beginnen. Lassen wir hier hinten enden. Und das kriegt hier eine Dicke. Und zwar das Maß, das ist jetzt genau AAA.D Dicke. Ja, der ist auf Großschrift gestellt, das klappt so nicht. AAA.D Dicke. So, das ist jetzt genauso breit wie halt der 1 Millimeter hoch. So, das können wir jetzt hier noch das Maß so verschieben, wenn das zulässt, so. Und das lasse ich jetzt hier vorne genau beginnen. Ne, da vorne muss es nicht unbedingt, da darf sogar einen Überstand haben.
Das heißt, wir können hier das Maß, das können wir waagerecht bemaßen und dann machen wir einfach mal 200. So, hier hinten das Maß hier nach da, das wird genau die 125 mal die AAA Punkt Faktor X. So, das Maß hier, das könnte ich jetzt auch noch in der Zeichnung nachschauen und das hier auch entsprechend nutzen. Das brauchen wir aber gar nicht. So haben wir jetzt da die Zeichnung drin, die ist auch komplett eingeschränkt. Und da macht man jetzt einfach ein Objekt raus, indem man die Zeichnung schließt, dann auf die Aufpolsterung. Da ist die Aufpolsterung, so ist sie aber falsch. Das heißt, die soll symmetrisch zu einer Ebene werden. Und die Breite, da kann ich jetzt auch einen beliebigen Wert nehmen. Der muss nur größer sein, als das Boot breit ist. Da machen wir einfach mal hier 500 rein. So, das ist jetzt das Deck und das muss jetzt hier geschnitten werden. Das heißt, wir gehen auf das Modell. Ich mache erstmal hier von dieser Fusion. Ich gucke mal nach, sind die anderen hier unsichtbar? Ja, müssen wir gerade schauen, ob das wirklich der einzige ist. Ich hatte gerade den Eindruck, dass es da noch einen gibt. Wer ist denn das? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich hier das Boot mit selektiert gehabt. Das heißt, wir müssen den nochmal neu machen. Das heißt, die Fusion darf sichtbar sein, aber nicht selektiert. Dann machen wir nochmal Körper und eine Zeichnung. Das wird jetzt auch schneller gehen. So, dann haben wir hier auf dieser Ebene. Und da zeichnen wir jetzt wiederum das Rechteck ein. Das lassen wir da beginnen. Einmal hier so wechseln, dann lassen wir das hier hinten enden. Das Maß hier, das wird die AAA Punkt Faktor X mal 125. So. Dann haben wir das Maß hier. Das werden die AAA Punkt D-Dicke, das Deckdicke und hier vorne lassen wir es einfach so überstehen. Ich bemaße das jetzt nicht. So, dann können wir das hier wieder umschalten. Dann sehen wir wieder alles und können jetzt hiervon die Aufpolsterung machen. Jetzt rechnet er auch nicht so lange da. Habe ich sowieso schon gewundert gehabt. So, das ist das Teil. Das machen wir umgekehrt. Nein, nicht umgekehrt. Symmetrisch. Und dann kriegt das eine Länge von 500. So, jetzt haben wir auch hier nur einmal diese Fusion hier, beziehungsweise die hier. Und der wird jetzt nochmal eine Kopie von gemacht, weil den nutze ich jetzt als Schnittobjekt. Jetzt im Part-Modus wird das gemacht. Es wird einmal das selektiert, dann die Fusion, was da rausgeschnitten werden soll. Und dann geht das hier über diese Funktion hier, klickt man auf den Pfeil und nimmt dann Auseinanderschneiden. So, dann haben wir hier ein Exploded Slice und da haben wir 3 Slices. Einmal das Außen, weg damit. Einmal das, was mit dem Teil geschnitten ist, weg damit. Und dann bleibt das über und daraufhin machen wir einen Körper.
und den kann ich jetzt einfach Deck nennen. Okay, dann machen wir die Fusion hier wieder sichtbar. Dann haben wir das Deck und jetzt fehlt da hinten noch der Abschluss hinten. Und da muss jetzt da eben ein Rechteck eingezeichnet werden. Dann geht man wieder hier in einen neuen Körper. Wichtig ist, alles deselektieren, in den Part Design Modus und einen Körper. Und da beginnen wir jetzt erstmal nicht mit einer Linie oder was auch immer, sondern da brauchen wir eine Datum Plane. So, die Datum Plane, die setzen wir hier. Und zwar einmal vorher die hier sichtbar machen. Und zwar, die soll hierzu, da muss man jetzt schon schauen, dass man das korrekt selektiert. So, und dann die Datum Plane. Das heißt, dieses Symbol hier klicken. Jetzt haben wir da eine Datum Plane. Und die kriegt jetzt einen Abstand in Z-Richtung. Z-Richtung sieht man, das ist die richtige in dem Fall. Und da geht man hier auf dieses fx und tippt hier AAA.Faktor x mal 125. So, dann endet die genau hier hinten. So, jetzt soll ja dieser Abschluss, der soll ja nicht mit diesem Deck überlappen, sondern das soll ein einzelnes Objekt werden, was dann da unten so reingebaut werden kann. Also geht man her, die machen wir erstmal unsichtbar, die Datum Plane, aber darauf machen wir jetzt eine Zeichnung. Und die wird nun auch wieder ein Rechteck. Das lasse ich jetzt einfach so beginnen. Ich mache das nicht hier oben auf diese Linie und da machen wir jetzt hier einen Abstand rein von minus AAA.D Dicke. Und dann wird das Ganze hier symmetrisch. Das machen wir so. Die Breite, das können wir einfach a gusto machen. So, die Höhe auch, die muss nur groß genug sein, dass das hier so wirklich geschnitten wird. Und dann können wir das Ganze schließen und machen daraus auch wiederum eine Aufpolsterung. Das hat jetzt aber nicht geklappt. Machen wir es nochmal. Du bitte eine Aufpolsterung. Ah, jetzt sieht man das auch. So, die geht in die falsche Richtung. Das heißt umgekehrt. Und die kriegt jetzt hier das Maß AAA.E Dicke. So, das muss jetzt auch wieder geschnitten werden. Da machen wir wiederum eine Kopie dieser Fusion hier. Also du bitte. Und dann haben wir hier den Körper. Da machen wir ein neues, wiederum so einen Körper raus. So, den und den. Die beiden möchte ich wieder schneiden. Und zwar im Part-Modus. Die Funktion ist jetzt hier noch selektiert. Ich muss die also nicht wieder hier auseinander auswählen. Die hätte ich direkt auswählen können. Und das hat er jetzt schon gemacht. Und dann sieht man wieder hier, da sind 3 Ergebnisse. Einmal das Außen, Leerstelle unsichtbar. Das auch unsichtbar. Und das ist das Teil, was ich brauche. Davon eine Kopie. Und dann habe ich hier, das eine habe ich ja Deck genannt, das nenne ich jetzt mal Ende. So, und dann müssen wir wieder den einen sichtbar machen, hier die Fusion. So, und jetzt haben wir das Bötchen mit einem Deckel und mit einem Enddeckel, der hier genauso reinpasst. Und die, dann kann man sich jetzt überlegen, wie man die druckt. Man muss die bei der Länge, das wird man nicht auf dem Drucker auf einmal drucken können. Das heißt, das wird auf alle Fälle die Rumpfschale in 2 Schritten gedruckt werden und auch das Deck, den kann man natürlich als eines drucken. So, man ist ja aber noch nicht fertig. Es muss ja noch irgendwas hier drauf, dass da hinten eben ein Propeller oder ein Impeller oder was auch immer drauf kann. Und dann muss hier hinten noch irgendwas dran mit dem Ruder. Vielleicht, auch wenn es hier mit dem Propeller ist, ein
Seitenleitwerk, was dann mitbewegt ist, wird mit dem Ruder unten. Wie gesagt, da ist noch viel zu tun. Aber das war es jetzt hier zu dem Video. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet halt über neue Videos informiert. Und der Klick eben auf den Daumen nach oben, dann werden euch solche Videos nicht nur von mir vorgeschlagen. So, und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!